Ich suche die blaue Blume, ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüh. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns Pflanzen im Detail anschauen. Und heute geht es um die Stoffe, die blaue Blüten blau machen. Seit die Dichter der Romantik sich nach der blauen Blume gesehnt haben, ist sie ein Symbol für die Sehnsucht geworden. Und ja, tatsächlich ist Blau eine eher seltene Blütenfarbe. Unter den klassischen Schnittblumen wie Rosen, Tulpen und Nelken, da findet man keine blauen Blüten. Also manchmal schon, aber die sind dann künstlich gefärbt. Aber es gibt auch schon natürlich blaue Blumen. Enzian, Vergissmeinnicht, Hortensien, Borretsch und Kornblumen zum Beispiel. Was gibt diesen Blumen ihre blaue Farbe? Für die Antwort müssen wir etwas zurück in die Zeit schauen, denn die Frage nach dem blauen Farbstoff in den Blüten hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch der Chemiker Richard Willstätter gestellt. Und er hat sich dann daran gemacht, den blauen Farbstoff aus Kornblumen zu isolieren und seine Struktur zu entschlüsseln. Die Struktur, die er fand, nannte er Cyanidin und die sieht so hier aus. Willstätter hat dann später auch den roten Farbstoff aus roten Rosen isoliert und bestimmt und der sieht so hier aus und heißt Cyanidin. What? Das ist ja das gleiche Molekül. Wie kann das hier rot und da blau sein? Wenn ihr meinen chemischen Adventskalender geschaut habt, dann erinnert ihr euch jetzt vielleicht an die Folge mit dem Rotkohl, wo es um die Anthocyane ging. Anthocyane, die haben ihren Namen übrigens von den blauen Blumen, denn Antho bedeutet Blume und Cyan bedeutet blau auf Griechisch. Auch Rotkohl hat seine Farbe von den Anthocyanen und wie ihr im Rotkohl-Video nachschauen könnt, hat der pH-Wert einen Einfluss auf die Farbe. Bei saurem pH-Wert ist es rot und bei basischem blau. Und wir kennen auch Blüten, wo der pH-Wert die Farbe bestimmt. Ein ganz wunderschönes Beispiel hierfür ist die himmelblaue Prunkquinde. Dort steigt der pH-Wert in den sich öffnenden Blüten, sodass die erst rosafarbene Blüte sich blau färbt. Wenn sie verblüht, dann sinkt der pH-Wert und die Farbe wechselt wieder zu rosa. Es ist also naheliegend zu denken, dass der Farbunterschied zwischen Rosen und Kornblumen am pH-Wert liegt. Aber dem ist nicht so. Der wahre Grund für den Farbunterschied zwischen den beiden Blumen liegt darin, wie die Anthocyane organisiert sind. In den blauen Kornblumen sind 6 Anthocyan-Moleküle zusammen mit 6 farblosen Flavon-Kopigmenten um ein Eisen, ein Magnesium und 2 Calciumatome organisiert. Diese komplexe Struktur gibt uns das schöne Blau von Kornblumen, Hortensien und der Hainblume. In der roten Rose gibt es diese komplexe Struktur nicht. Hier bildet das Cyanidin keinen Komplex mit Flavonen und Metallionen und darum ist die Rose nicht blau. Der Farbunterschied zwischen Kornblume und Rose liegt also an der komplexen Organisation der Anthocyane in den Kornblumen und nicht am unterschiedlichen pH-Wert der Blüten. Auch sind neben Cyanidin noch andere Anthocyane für blaue und rote Blüten verantwortlich, zum Beispiel Delphinidin. Das ist auch ein rot-blau-violetter Farbstoff und wird mehr blau, wenn es glykosyliert wird. Also wenn bestimmte Zucker an das Molekül gehängt werden. In der Pflanzenwelt gibt es noch viele weitere Anthocyane in verschiedenen Formen. Und welche Rolle alle diese verschiedenen Moleküle spielen, weiß man oft noch gar nicht. Es gibt also noch viel zu tun in der Forschung. Das war's für heute. Die Idee für dieses blaue Video habe ich übrigens aus dem Buch Blau von Kai Kupferschmied, wo er unter anderem über das Kornblumenblau und seine Entdeckung schreibt. Außerdem steht in diesem Buch noch ganz viel anderes Interessantes über Blau und ich kann es jedem Blauliebhaber wärmstens empfehlen. Und für alle, die es wieder genau wissen wollen, da gibt es unten in der Videobeschreibung noch ein paar Links zu wissenschaftlichen Publikationen, zu dem Blau der Kornblumen und auch zu der himmelblauen Prunkquinde. Wie sich die Farbe von Anthocyanen mit dem pH-Wert ändert, das könnt ihr in diesem Video nachschauen. Und wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt ihm ein Like und abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!